Hallo, willkommen im Tausenbecker Report. Heute mit dem Thema Silberausbruch steht unmittelbar bevor. Disclaimer. Silberausbruch steht unmittelbar bevor. Der Chartist zeigt es an, dass Silber vor einem massiven Ausbruch steht. Vermutlich wird Silber wegen dem FED-Meeting morgen und übermorgen zum letzten Mal vor dem Ausbruch zurückgehen. Ist ja wie auf der Abschussrampe hier. Wie Sie sehen, die beiden Bärenfallen für Silber. Und nach diesen Bärenfallen hat es immer Anstiege gegeben. Und was Ähnliches könnte morgen im Prinzip in einer etwas kleineren Dimension auch passieren, dass nochmal Silber massiv gedruckt würde. Und das würde dann zumindest nach Ansicht dieses Schattistens den Ausbruch über 30 Dollar dann möglich machen. Hier ein Goldprojektgenerator mit gutem Explorationsgebiet und ein im sicheren Rechtsgebiet in British Kolumbien, aber auch Silber allerdings, hochgradiges Silber. Sie haben mehrere Projekte, zum einen das Midas-Gebiet, das Empire-Gebiet. Das Midas-Gebiet ist 21.000 Hektar groß und das geologische Umfeld ist von Weltklasse mit starkem Potenzial, ähnlich des Eskai-Kriegsstil-Mineralisierung. Dann das Empire-Gebiet, das ist ein Gold- und Kupfersystem, 17.000 Hektar, hochgradige und weit verbreitete Gold- und Polymetallmineralisierung, 16 Gramm pro Tonne, ähm, 27,6% Kupfer, auch sehr große Silbermengen. Sie sehen das hier, 2470 Gramm Silber, 33,9% Blei und 29,98% Zink. Das sind sehr, sehr hohe Werte. Und dann haben Sie noch eben diese anderen Gebiete, das sind teilweise auch extrem hohe Werte mit 55,8 Gramm pro Tonne Gold und 2340 Gramm pro Tonne Silber. Also das könnte schon mal ab irgendeinem Punkt dann die Anleger-Euphorie auslösen. Das Ganze liegt hier Nähe der Golden Triangle. Die sehen Sie unten abgebildet, also das Gebiet da zwischen British Columbia und Alaska. Das ist natürlich ein Gamble, das ganze Unternehmen, aber Sie sehen schon mal, wohin es schon mal die Euphorie getrieben hat. Das war schon mal bei 6 Dollar. Und ich denke mal, den Boden hat es gefunden. Diese hohen Ergebnisse, das könnte wieder in den Fokus der Anleger kommen und könnte natürlich dann dieses Penny Stock dann sozusagen hochtreiben. Also meiner Meinung nach ist deshalb interessant, es ist ein sehr guten Rechtsgebiet, sehr hochgradige Gold, Silber und Polymetallwerte, was im Augenblick nicht bewertet wird, aber in irgendeinem Punkt dann bewertet werden kann. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber sicherlich ist es mal ein Unternehmen, das man sich mal ansehen sollte. Ja, nochmal generell im Goldaktienbullenmarkt, also generell zum Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre sind viele Penny Stocks von 15 an 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Gar nicht selten konnte man aus 1000 Dollar eine Viertelmillion machen, ein ganz extremes Ereignis. Das gibt es auch nicht oft, aber vermutlich steht was Ähnliches vor. Zum einen kann man das eben ablesen. Unten sehen Sie hier das Verhältnis von Goldaktien allgemein zu Gold. Und Sie sehen, diese Goldaktien sind völlig am Boden, haben allerdings aber auch ihren Boden gefunden. Und sobald jetzt Gold und Silber höher gehen sollte, was sehr, sehr wahrscheinlich ist in den nächsten Monaten, könnte das dann auch dazu führen, dass diese Goldaktien dann, sage ich mal, so wie Bungee-Sammel, wie Gummis im Grunde genommen oder Katapulte hochgehen könnten. Und deswegen vermuten wir, dass es sich einer der interessantesten Investmentchancen des Jahrhunderts handelt, weil dieser seit 16 oder seit 20 Jahren dezimierte Goldaktienmarkt sich entladen könnte. Dazu braucht es einen gewissen Schwellwert. Wir können nur daraus spekulieren, was es ist. Ich denke, es ist die dauerhafte Etablierung über 2000. Jetzt wird Gold noch so ein bisschen rumoszillieren, vielleicht Richtung 1900 geht im Vorfeld des FED-Meetings. Aber früher oder später dürfte sich dann nach diesem FED-Meeting die Rallye einsetzen.
und Gold dann Richtung 2180, wie wir es gestern gesagt haben, treiben, Silber Richtung 37. Wir werden es sehen. Jedenfalls, auch wie dieser Chartist das in diesem Video ich Ihnen gezeigt habe, sieht, gibt es vermutlich sehr bald ein Silberspike. Und Silberspike hieß in der Vergangenheit immer Goldaktienrallye. Ja, hier nochmal zur generellen Einordnung. Man muss sich einfach bewusst machen, dass wir mehrere schwerwiegende Ereignisse vor uns haben. Zum einen ist es natürlich generell der weitere Niedergang des Verschuldungssystems, was dann am Ende Gold Richtung 8000 Kaufkraft pro Unze treiben sollte und Silber eben irgendwo Wert zwischen 200, 400. Das ist ein ganz extremer Punkt, den wir schon mal 1980 erreicht haben. Das sehen Sie an dieser Gold-Dow-Ratio von 1. Und man nimmt an, dass das sozusagen unterboten worden ist. Das heißt, man bekommt dann für eine Unze möglicherweise 1 oder 2 Dow und jetzt muss man für eine Unze noch 15, für einen Dow noch 15 Unzen hinlegen. Das heißt, normale Goldaktien, aber auch Häuserwerte dürften komplett implodieren gegenüber Gold und Silber. Also ist es einfach sinnvoll, so viel Gold und Silber zu besitzen, um in dieser Situation optimale Kaufgelegenheiten dann wahrnehmen zu können. Und man versucht eben mehr Gold und Silber zu generieren, zum Beispiel indem man jetzt mit diese extrem unterbewertete Goldpenny-Aktien investiert. Das heißt, Gold steigt gar nicht viel, vielleicht auf 2300, 2500 und einige Goldaktien steigen irgendwo um das Zehnfache, 20, 30, in wenigen Fällen um sie Hundertfache, weil diese Assetklasse Goldaktien so unterbewertet ist, ist es auch möglich. So, und dadurch hat man dann in schwierigen Zeiten zum einen mehr Kapitalkraft zur Verfügung, zum anderen kann man noch mehr Gold und Silber kaufen, um dann, sage ich mal, das ist dann das Ereignis 2, dann diese Spitzenwerte werden irgendwann erreicht, was vermutlich korrespondiert mit einem ökonomischen Tiefpunkt, wirklich eine schwierige Situation. Aber wie dem auch sei, auch die geht vorbei und ab irgendeinem Punkt, wenn dann die Gold und Silber die Maximalwerte erreichen, hat, dann muss man eben sehen, dass man dafür eben dementsprechend andere Assets kaufen kann, ähm, wie zum Beispiel Haus, wie zum Beispiel Top Standardaktien. Und wir haben das einfach hier mal hier hochgerechnet. Hätte man, sage ich mal, oder investiert man 200 $ und nimmt an, macht 25-fache mit Goldaktien, das Vierfache dann mit physischem Gold und Silber sozusagen. Und dann, sobald sich die Märkte erholen, sage ich mal, investiert in Top-Fonds oder Top-Aktien, die sich durchaus im Schnitt Top-Fonds beispielsweise um das 50-fache gestiegen ist. Und Sie sehen das hier auch unten rechts im Chart. Das ist die Entwicklung von Berkshire Hathaway. Und das stieg eben von 1980 bis 1998 von 400 auf 80.000 $ sein Fonds sozusagen, was ein Anstieg um das 200-fache ist. Das heißt, das ist ja nun eine absolute Spitzenleistung, aber sag ich mal, andere seriöse Fondsanbieter haben vielleicht ähnliche Ergebnisse gemacht, haben sich vielleicht im Wertmäßig irgendwo 20, verdreißig bis verfünfzigfacht. So, und wenn man eben in Topfonds investiert, dann hat man nicht so die große Qual der Wahl, was in dieser schwierigen Situation des Transfers, des Verkaufs von Gold und Silber zu Höchstpreisen, man kann sich da nicht auf alles konzentrieren. Also man kauft sich dann wirklich gute Assets, die nicht pleite gehen. Das können Top-Fonds oder Top-Aktiensachen. Und die kann man ja dann beispielsweise immer noch dann wieder teilweise Teilverkäufe machen und zum Beispiel in Zukunftstrendaktien investieren. Zitieren. Es ist ja auch so, wenn dieser Inflationszyklus vorbei ist, neues wirtschaftliches Geschehen entsteht, dann wird das sicherlich mit neuen Basistechnologien sein. Darüber kann man zu diesem Zeitpunkt nur spekulieren, was das sein will, aber sicherlich irgendeine Mischung aus Robotik, gute medizinische Leistung, äh, Aufbruch ins All, was weiß ich, all diese Sachen dürften dann reinkommen. Und das dürfte dann auch einen langanhaltenden Boom machen und dementsprechend wird es dann auch Notierung geben und so. Wenn man diesen Zusammenhang dann diese Werte im Frühfeld kaufen kann, ist man sehr gut dabei. Es ist meiner Meinung, es ist auf die Lösung der gegenwärtigen
Probleme, wo die Leute im Prinzip aktuell ihre Mieten nicht zahlen können, geschweige eine Altersvorsorge aufbauen sollen. Im Grunde genommen ist es investieren, ich nenne es mal investieren in Ereignisketten, ist eigentlich die Antwort. Aber jetzt, wie gesagt, das Goldaktien-Time, später wird dann Gold- und Silberzeit sein und dann noch später kann man das reinvestieren. Also man multipliziert quasi die Wertentwicklung. Die meisten 95% der Anleger machen das nicht so. Sie sind dann angezogen, sage ich mal zum Beispiel vom hohen Goldpreis und kaufen dann vielleicht für 5.000 oder 8.000 Dollar dann doch Gold. Und dann gibt es dann im Prinzip kein Potenzial mehr. Und genauso machen die das eigentlich auch bei Aktien und allen anderen Investments. Also wir müssen im Prinzip uns anders verhalten als die. Und diese Hochrechnung zeigt eben an, dass man da durchaus erfolgreich sein kann. In der Vergangenheit hätte es funktioniert. Hätten Sie am letzten Goldaktienboom in den 1980er Jahren teilgenommen, 1.000 Dollar vielleicht 100 oder eine Viertelmillion gemacht, stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Gewinne dann im Berkshire Hathaway investiert, was um das 200-fache gestiegen wird. Um das mal wirklich auszurechnen, nehmen Sie an, Sie hätten jetzt eben die 200 Dollar, Sie hätten das verhundertfacht, dann wären das ja schon mal 20.000 Dollar und diese 20.000 Dollar mal das 200-fache, das sind ja schon 4 Millionen, oder? Genau. Und es ist einfach unglaublich. Und natürlich wird man das nicht so genau treffen, aber man muss einfach das auch als bisschen Sport sehen. Man muss einfach sein Investment den kommenden Ereignissen anpassen. Die Leute, die linear investieren, denke ich mal, bewegen sich im normalen Aktienmarkt, in den normalen Immobilien und das wird implodieren. Also, also man muss sich damit beschäftigen, aus meiner Sicht. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir berechnen auch den Potenzialfaktor, um wie viel kann eine Aktie steigen, wenn zum Beispiel Gold auf 2500 steigt. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, wann und was man dann für diese Goldaktiengewinne kaufen kann. Ja, dann mal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das inhaltlich soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dann werden Sie sofort über neue Videos informiert. Über ein Like würde ich mich auch sehr freuen, denn dann würde ähm, dieses Video auch anderen potenziell interessierten Zuschauern hier auf YouTube vorgeschlagen werden. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.